Professor Hans Swarowski hat immer unterrichtet, indem er uns, die Schüler, gefragt hat, wieso, warum macht Beethoven diese Modulation, wieso kommt der erste Satz von der Eroica mitten in der wieso kommt der erste Satz Eroica mitten in der Durchführung, G-Dur, wieder zum S-Dur, Reprise. Er hat uns das alles raten lassen und denken lassen. Und wir haben nur gedacht, um ihn zu überzeugen. Und er war ziemlich stark und streng. Und seine Disziplin, besonders in der Klassik. Und wir haben mit ihm hauptsächlich nur Klassik gelernt. Haydn-Symphonien, Mozart-Symphonien und dann, wie das geht, hinüber zu Brahms. Wie Brahms wirklich von seinen Vorgängern alles gelernt hat oder sich inspirieren lässt. Immer uns gefragt, warum, wieso, und das hat uns sehr gut getan alles. Er war auch ein unglaublicher Kenner der bildenden Kunst, Malerei und hat uns immer Beethoven mit Michelangelo verglichen, als Revolutionär. Michelangelo macht die Pietà als höchster Punkt der Klassizismus und dann der Plafond von der Sistinischen Kapelle als der Einführung zur Barock. So Beethoven auch mit Eroica oder Leonore Nummer 3, Introduktion der Romantik in der Musik. Technisch war er sehr, sehr diszipliniert und sehr einfach. Hat uns gezeigt, so und hat uns wirklich vor dem Orchester angeschrien manchmal, weil wir zu viele Bewegungen gemacht haben und wir waren nicht klar, weil wir sind dort, die Musiker wohlfühlen zu lassen. Und die Musiker müssen uns wirklich ganze Zeit verstehen, unser Schlag verstehen, unsere Intentionen verstehen. Dann haben wir, jeder Schüler hat sich selber seine Sprache entwickelt. Aber er war mit mir besonders sehr streng, weil ich war ziemlich romantisch in meinen Bewegungen am Anfang. Und er hat mich wirklich in der klassischen Schule wieder hereingeführt, ganze Zeit. Und ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar an meinen Professor Swarowski für alles, was er mich beigebracht hat. Und dann ist er auch ins Konzerten gekommen. Er ist bei philharmonischen Konzerten auf die Bühne gesessen. Und nachher haben wir viel gesprochen. Und er war sehr, praktisch, kritisch, aber er war so stolz am Schluss. Er hat manchmal meine Programme nicht geliebt. Erstes Mal in Salzburg war Schönberg-Variationen und Mendelssohn Violinkonzert und nach der Pause eine Sinfonie von Dvorak. Da war er nicht einverstanden. Ich hätte Beethoven oder Brahms spielen müssen und so weiter.